Also man soll es ja gar nicht glauben. Und manche würden da auch definitiv nicht zustimmen, aber so zum Zuhören finde ich die Uhr sehr, sehr beruhigend. Dieses Tick, Tack, Tack, ne? Aber ich kann bei sowas nicht schlafen. Und damit herzlich willkommen hier zurück bei D3rKommi Plays Waffle House. Ich meine, Wurf. Das Spiel zum Nicht-Anime. Kann ich nicht einfach direkt? Nein, anscheinend. Die Immernacht-Region. Erinnert euch, beim letzten Mal haben wir einen Primus getötet. Einen Vampir. Erstaunlicherweise haben wir besagten Vampir allerdings auch so getötet, wie man einen Vampir töten würde, mit einem Pflock ins Herz. Was merkwürdig, weird, ich kann jetzt nicht sagen, realitätsnah ist, aber es ist so, wie man einen Vampir töten würde, ne? Wovon man ausgehen würde, dass man den so töten muss. Nun werden wir richtig willkommen geheißen in der Bibliotheksstadt der Urahnen. Looks like everyone's back to normal now. Another day has been saved. Alrighty then. Next up is... What were we after again? The Key of Tides. Will Rain and the Lawn succeed in their noble adventure? Stay tuned. Tama, hey! Who gave you permission to cut to a commercial break? Put us back on the air. And now, back to the adventures of Lawn and Rain and Tama and a bunch of Mirages and Lawn. Oh, whatever. So, what are we doing? Anybody? Should we go pay one last visit to Celeste? Ja, genau das, was sie jetzt gerade sagen wollte, werden wir machen. Oh, whatever. Na, So, einmal Hallo what are we sagen. doing? Anybody? Should we go pay one last visit to Celeste and Sid before we head out? Keys, you say? A temple in the deep? Well, I believe I've heard of such a temple in the Besaid region, directly above us. So, about this Besaid place. It sounds like it's the continent that directly above us. Good. We won't do any falling to get there. Be whatever it's called, here we come! No jokes about BO this time? Oh, good. The town seems to be back on its feet. Still, how can they care so little? Do they not mind their home in chains? Yeah, I guess they just don't care unless it's actively hurting them, huh? It's worse. Some of the poor fools are even thankful for it. They think it's Bahamut that will keep them safe from vampires. Maybe some people just think life under Federation rule is easier. But is it truly easier? When Bahamut takes control, they promise you'll remain free. But that's not true at all. What does that mean? The whole catch about joining the Federation is that you're asked to become an architect. Someone willing to build a better tomorrow. Okay, but how do they convince people? Well, part of the appeal is that it gives you something to be proud about, but that's far from the only incentive. You see, once you're an architect, you get to live in a cathedral and perform your duties amidst the utmost luxury. You're kept far away from war and strife, never wanting for food, and free to live out the rest of your days in leisure. Oh, dude! No wonder so many people are lining up for the job! Sign me up for the pampered and well-fed crew. Yeah, but don't you think it sounds a little too good to be true? Exactly. Any sane person can see it. Yeah. No one should fall for that stuff, right? I can't imagine what goes through their heads. But if you voice your suspicions or reject their luxury, the Federation pushes you right to the bottom. You become dead to the world. Yes, we've seen them. People like that. So no one wants to dig deeper or think harder about it. They nod their heads, oblivious to what it means. Better to take the less complicated path than justify it by only hearing the things you want to hear. It's truly maddening when you consider it. The consequences are right there, but they refuse to look. Unfortunately, Celeste, there's a lot of people out there who don't know how to think things through. It really is so sad. How very true. But hey, once you've made up your mind about stuff, it's not an easy thing to back down. Folks would say, you know, oh yeah, they'd say you lack confection.
crushing dilemma. I wouldn't the one to give up candy. I've heard some dumb things, but rate it on a scale of dumb to 10, that right there was the dumb Evan. Oh, and I think the phrase he was looking for, it's lacking conviction. Oh, I knew that. Oh, me too. Then why did you say it? You are a funny bunch. Hey, there is only one weirdo around, and that's this guy. Huh? But she said funny. And I am not weird. Oh, you are both weird. What? Dude. Yay! I'm the only one who's not the weird. Oh, sorry. You're included. What? Und da haben wir ihn mal wieder, den Emotional Damage. By the by, do you buy into this so-called crimson prophecy? You have to keep in mind that we remember almost nothing about Grimoire. Azure, Crimson, all this prophecy stuff, it just sounds like jibber-jabber to us. Yeah, this is my first time in Grimoire too, so I don't get it either. Yep. Sails over my head. Yeah, well, Lon, entire Navy sail over your head. I suppose that it's fine as long as you're taking it with a grain of salt, but do allow me to add a word of caution. You see, while this library contains every ancient book you can imagine, not one of them mentions anything about a crimson prophecy. Wow. So even with all these books, you're still missing one? No. Anything old enough to be called a proper prophecy would have to be in our archives. Huh? Then why isn't it? Indeed. I'm certain there's a good explanation, which we just aren't thinking of. Oder die Prophezeiung ist erstunken und erlogen. Since the town's got one of those anchor things, doesn't that mean you guys are a part of the Federation now? Really? That would certainly be news to me. Huh? What do you mean? What do you mean? As far as I know, we drove those yahoos off. Whatever it was they thought they were selling. So then what? They took over Tometown by force? Huh? So the vampires were all part of some bigger the plan? What? Oh, no. They would never. Yes, they would! When did the Federation become such thugs? You mean it wasn't like that before? Oh, well, they were certainly very coercive, but I've never heard of anything quite like this. Well, we have. Bahamut sent a whole horde of goblins to invade Cornelia. Really? Well, you don't say. That's just a little bit unsettling. You do know those monocles you got there. I invented those some years ago. What? Wow, dude! This was back before I got my new body. I was on a grand adventure to find new books, and I noticed that the towns I visited had just the strangest spatial distortions. I naturally suspected the presence of hidden bookshops. For the record, that's not normal. Well, anyway, I decided to make a lens that corrected the distortions. And when I saw a whopping no bookshops and a bunch of weird chains, I made a sad face and gave my dear monocle away. How much of a bibbidi-file are you, anyway? Later, someone asked how to make the lenses, so I generously passed the wisdom on. And I guess those models found their way to Charlotta's Inn. If you don't mind, I am very busy reading. You know, I meant to ask, how did you end up working here with Sid? Let's just say Sid and I go back a long way. He's the one who hired me to protect Hometown. Of course, now I stay for other reasons. Someone has to make sure he stays out of trouble. Over half the junk you saw in the train graveyard is stuff Sid destroyed on one of his rampages. Wow, dude! I was wondering how it got piled up. That was Sid? His mind shuts down, and he becomes a pathological collector who attacks anything he sets his sights on. There's no pattern to his targets, so he poses a real danger. That sounds pretty rough. So you see, someone has to keep an eye on him, or there's no telling what sort of damage he might do. You look well. Not much has changed around here. Da frage ich mich doch glatt, ob man nicht einfach Sid als Mirage mitnehmen könnte. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, kein Problem, Wildrose. That's right. How did you know that? Final Fantasy Don't tell 2. anyone else. Here, I'll give you this if you keep it under your hat.
Geil. Einen Heiltrank. Jetzt wünsche ich mir fast, dass ich nicht so leicht zu bestechen wäre. Büchermonster, Seite, Fragezeichen. Ein blaues Monster, das aus den Seiten seines Buches nur hervorzuragt. Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte und in seinem liegen Hass, Mord und Totschlag. Den sofortigen Tod kann es jedoch nur über die Wesen bringen, deren Stufe ein Vielfaches von 5 ist. Wie alle Büchermonster ist er schwach gegen das Element Feuer. Feuer. Das Tagebuch eines Mädchens 6 erhalten. Ein Monster, dessen metallischer Panzer in smaragdgrünen Glanz erstrahlt. Seine 6 knotigen Beine heben sich schon beinahe grotesk von der Schönheit seines Panzers ab. Mithilfe seiner Antennen produziert es eine Flüssigkeit, die seine Gegner paralysieren kann. Wie alle Büchermonster ist es jedoch schwach gegen das Element Feuer. Dieses Monster erinnert an die zeremonielle Maske, das sieht man übrigens immer in der Stadt mittendrin, eines einheimischen Stammes, nur dass aus dieser Maske 2 Beine wachsen. Vom menschlichen Schönheitsideal könnte es nicht weiter entfernt sein. Auf seiner Flöte spielt es eine Melodie, die jeden, der sie hört, in den Wahnsinn treibt und in einen Blutrausch verfallen lässt. Und natürlich ist es wieder schwach gegen, richtig, ihr habt es richtig erraten, Feuer! Ein muskulöses Monster menschlicher Gestalt, dem 2 spitze Hörner aus dem Kopf und 2 dämonische Schwingen aus dem Rücken wachsen. Es beherrscht den Wind und greift Gegner mit großflächig angelegten Attacken an, ist jedoch wie alle Büchermonster schwach gegen das Element Feuer! Bei allen in diesem Band beschriebenen Wesen handelt es sich um Monster, die aus bisher unbekannten Gründen in Büchern nisten. Bücher enthalten Aufzeichnungen und Aufzeichnungen sind der Beweis einer Existenz. Ich habe die Vermutung, dass ganz neue Existenzen entstehen, ja sogar erschaffen werden können, wenn viele verschiedene Aufzeichnungen zusammenkommen. Dieses Buch habe ich verfasst, um denjenigen, der es bis zum Ende in der richtigen Reihenfolge liest, meine Theorie zu beweisen. In der richtigen Reihenfolge liest. Oh. Ever heard of death magic? It can KO you in one shot, no matter how many HP you have left. Scary stuff, right? But if you're unstacked, you might be able to keep the damage to a minimum. Das ist eine interessante Frage. Auswendig weiß ich das tatsächlich nicht mehr. Dr. Google, Dr. Google! Ich hoffe, mein Ton ist jetzt noch richtig. Muss ich mal eben gucken. Ich starte mal einen neuen Moment. So, da bin ich wieder. Mein Aufnahmeprogramm mag es nicht, wenn ich mittendrin Seiten öffne. Aber das hier ist Seite 32. Das Buchmonster. Dann das hier. Seite 64, Seite 128 und Seite 256. Das sind die Büchermonster in der richtigen Reihenfolge gelesen. Als Belohnung kriege ich ein Monster. Wow. 46. Okay, Moment. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. So hin und wieder lese ich ja meinen Guide, aber da habe ich jetzt nichts von gelesen. Deswegen war ich gerade sehr verwirrt, dass es hier sowas gibt. Aber okay, gucken wir mal rein. Wie schlimm kann es schon werden, ne? Dude, it's on. Let's make this good. What the frickity frick bist du? Die Kleinen sind gut, das sind Karpummel. Ah nein. Okay, Karpummels. Reflektiere Magie auf sie. Das kann ich nicht. Glaube ich. Oder? Doch kann ich.
Unabhängig davon, ob sie mich jetzt angreifen oder nicht. Das ist erstmal egal. So, machen wir... Nihira auf Laden. Ah. Oh. Okay, dann wollen sie, dass die Magie auf mich anwenden. Und die muss ich dann zurückreflektieren, nehme ich an. Na gut. Warten wir halt. Yeah! Das macht mir nur bedingt Angst. Au. Das ist ein guter Fun. Ein Karfunkel. Ich gehe davon aus, dass ich nichts... Oh, ich habe 2. Ah, Mist. Ich merke gerade, was ich angerichtet habe. Ich habe vergessen, Laden wieder klein zu machen. Oh nein. Ah nein. deswegen ist der Stapel auch so klein und ich habe so wenig HP. Ah nein. Ah, das ist gar nicht gut. Ah. Ich könnte Energie einsetzen. Ah, nein. Ah ja, das macht erstaunlich viel Sinn, dass der über eigene Dingens verfügt. Hey, Moment. Das darfst du nicht rum... Hä? Er hat Reflekt auf alle Partymitglieder gesprochen? Okay. Ah nein, den kriege ich doch nie wieder belebt. Versuchen wir erstmal den kleinen da Platz zu kriegen. Und dann vielleicht diesen Kampf mal... Also entweder zu gewinnen oder zu beenden irgendwie. Ah mein Gott, muss ich immer so einen Mist bauen. Amnesie. In der Theorie müsste ich ihn fangen können. In der Theorie. Probieren wir es mal. Wenn allerdings... Ich will, dass er die Erfahrungspunkte mitnimmt. Ah Gott, war das ein Quatsch wieder, ey. Jetzt einfach nur vergessen, diesen blöden Stapel zu erneuern. Beziehungsweise mich wieder zu verkleinern. Dammit! Ach, was auch immer. Damit der Stapel funktionieren kann. Ja. So dumm. So dumm. Rein. Einfach rein. Du darfst jetzt zweimal angreifen. Achso, ein Konter. Ein Ich will nicht gefangen werden Konter. Ah, nee. Also das Gute ist, er kann mich nicht töten, dafür ist er zu dumm. Okay. Also, das war... Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Also das war das Gegenteil von gut. Das war sowas von das Gegenteil von gut. Oh mein Gott, war das dumm. Ah! Ein Karfunkel mit etwas mehr Körperpolster, der sich in verschiedenen Welten herumpummelt. Ah, ja, natürlich. Setzt vor allem Hilfsfertigkeiten ein, die ihn jedoch viel AP kosten. Wenn sein AP-Verschleiß doch nur halb so groß wie sein Kalorienverbrauch wäre. Ein Halb-Mega-Ether? Ein Halb-Mega-Ether? Whatever. Und außerdem, und da sieht man jetzt, was es ist auf meinem Titelbild, falls man das vorher nicht wusste, das ist ein Karfunkel. Der schwebende Rubin ist Teil seines Körpers, mit dem er die verschiedensten Angriffe ausführen kann. Und natürlich macht sein Funkeln
Deinem Namen alle Ehre. Ich nenne es Sparky. Oder? Shiny, Sparky, egal. Das Interessante ist halt, dass er eben aus einem Mu rauskommt, ne? Sparkonto. Ja, so ein süßer, kleiner, böse guckender, kleiner, süßer kleiner. Würde ja gerne, aber der kann elektrifizieren. Zum Schweben, nutzlos, theoretisch reiten. Momentan nutzlos, aber auch nutzlos. Weg mit dem. Hat jetzt viel Zeit gefressen. Mich äußerst unglücklich gemacht. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe nur das Team. Ja. Nein. Erstmal all die falschen Knöpfe drücken. Wenn ich das durch habe, ist alles wieder okay. Wir nehmen tatsächlich den Karfunkel mit rein. Weil ich brauche den nicht zwangsweise jetzt. Muss man auch dazu sagen. Ne, brauche ich nicht unbedingt jetzt, aber wenn wir uns Sparky mal ansehen, dann kann er Rubinlicht, Glanzrubin lernen. Sind irgendwo hier. Da, Glanzrubin erhöht Abwehr und Magieabwehr. Das ist eine schöne Sache. Und Rubinlicht lässt die Gruppe gegnerische Magie reflektieren. Das ist unfassbar OP in diesem Spiel. Weil wir dann halt wieder, ne, gut, da muss ich mit Tränken heilen. Ja, ist ja ganz furchtbar. Aber es kommt halt wirklich nichts mehr an uns ran. Außer physische Attacken. Also es ist schon eine gute Sache, ne? Das ist schon so ein Moment, wo ich sagen würde, den lasse ich jetzt LAN in groß einfach ran. Aber verkehrt wäre das nicht. Aber erstmal ein bisschen trainieren, dann geht das. Nein, jetzt habt ihr ein bisschen Final Fantasy Fachwissen bekommen. I was attacked by this Mirage and apparently turned into a vampire. Of course, I can't remember any of it. Also, es ist nie passiert. It's really scary to think I might have stayed that way forever. Ich schätze mal, das soll dann Biblos sein. Weil das ist dann Seite 256. Große Enzyklopädie der Blaumagie. Alles, was sie von ihrem Feinden lernen können. Aufzeichnungen aus der Vergangenheit berichten von einer Form der arkanen Kunst, die man als Blaumagie kannte. Sie erlaubte Fertigkeiten zu lernen, die bis dahin nur von Miragen eingesetzt werden konnten. Auch um Zugang zu diesen Fertigkeiten zu erhalten, mussten sich die Menschen ihnen direkt aussetzen, also Leib und Leben riskieren. Dieses Buch ist jenen mutigen Abenteurern gewidmet, deren unermüdliche Aufopferungsbereitschaft einen wertvollen Beitrag zur Aufzeichnung einer Vielzahl dieser Zaubersprüche leistete. Aerora, dieser Zauber erzeugt einen Wirbelwind, der Schaden in großem Umfang anrichtet, genau als Richtung, um vielen Feinde auf einmal vom Feld zu fegen. Und ein Gefühl von Befriedigung verschafft diese großflächige Reinigungsaktion dem Anwender auch. Todstufe 5. Ein Zauber, der Tod über jedes Wesen bringt, dessen Stufe ein Vielfaches von 5 ist. Auch wenn mögliche Ziele dadurch stark eingeschränkt werden, seine Auswirkung verheerend. Das heißt, dass nur derjenige diesen Zauber erlernen können, die den Mond haben, sich ihrer eigenen Sterblichkeit zu stellen. Ja, das macht Sinn. Mondflöte, ein Zauber, dessen Melodie jeden, der sie hört, in den Wahnsinn treibt und in einen Blutrausch verfallen lässt. Ein Magier soll in Tränen ausgebrochen sein, als der Zauber von ihm ließ und er die Trümmer seiner Zerstörungswut erblickte. Hey, Karamba. Oh, so you made it through unscathed? Yeah. Not long after all the trouble started going down, this person with a ghastly pale face attacked me. I thought I was a total goner. But then this total dreamboat with this huge sword came along and rescued me. I wish I could thank him somehow, but I have no idea where he went afterwards. Ja, so ist Cloud, ne? Bekannt dafür, dass er wie der Wind auftaucht und dann wieder weg ist. Oder halt auch. Oder war ein anderer Ausgang? Anyway, und natürlich, bevor wir jetzt wirklich gehen können, haben wir noch zwei Abstecher, die wir attackieren, annehmen können. Stirb, Abstecher, stirb!
there's been a Mirage infestation in the train graveyard. Aha. Is there any chance you could take care of them before they set their sights on our town? Einfach nur 10? Do it? Oh wow, 10 thank you. Gegner töten? All you have to do is head to the train graveyard and take out a few Mirages. Thanks. We're counting on you. Okay. Das werde ich dann vielleicht offscreen für den nächsten Part vorbereiten, weil das ist ja wirklich nicht Zeit. This is just terrible. What am I gonna do? Without them, my hands are tied. Kontaktlinse, Brille. What perfect timing. I've got a favor to ask. There are 2 special spell stones I need Ist da more oben than ein anything. Please, can you find them for Mensch? Kerze? Schaf? me? Wonderful. Okay, the 2 spell stones I'm looking for are a wind spell stone and an earth spell stone. Was ist das? Thank you so Ich much meine, for doing oben hat er eine this. Katze drauf, das sehe ich, aber... Entschuldigung, ich konnte mich nicht konzentrieren. Da oben einer eine Katze oder so auf dem Kopf hat. Das ist sehr ablenkend. Könnte man nicht meinen, aber ist so. Was die Anzeige eines Antiquitätensammlers 3 erhalten. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Glaube ich. Das heißt, nach meinem unglaublich glücklichen Sieg gegen die Karfunkel, was auch voll in die Hose hätte gehen können. Lasst das eine Lehre sein, ne? Geht niemals unvorbereitet in einen Kampf, wisst immer, was ihr macht. 18. The Fell Spell and the Quacho Queen. Aber ja, ich habe mal wieder ein Kapitel durchgespielt, ne? Also insofern alles gut gemacht. Irgendwie. Sicherweise. Ah, jetzt wollen wir da lang, ne? Klar. Warum nicht? Los geht's, Behemötchen. Usual train whistle. Look over there. I think I see some lights that weren't there before. That's the north of us. Maybe the train will take us to the upper the continent. Klingt wie ein Plan. Klingt wie ein dummer Plan, aber klingt wie ein Plan. Weil grundsätzlich klingt das so, als müssten wir jetzt mit einer Rakete hoch oder so, aber ihr macht das schon. Hey, these tracks don't go anywhere. Maybe they're doing construction. No, no! Not him. Yes, me. If the conductor is here, then the train must be up in the running. But, like, how can he be in so many places? Who's touring the other trains? I'm everywhere my passengers need me. The nitty-gritty technical details are a trade secret. Hush! Nice try! So, Mr. the Conductor, sir? Is the train running? Does it go to the upper the continent? Of course it does. Go on then, all aboard. But first, your tickets, please. Gut, dass wir fast lebenslange Tickets haben, ne? Immer wieder gut, dass wir die haben. My dance moves just don't have that certain something anymore. What is it that I'm missing? Keine Ahnung. Oh, you're Mirage Keepers, aren't you? Zeig Your mir einen timing is Pudding. perfect. Ich sage dir, I've wie du heard that tanzen some musst. Mirages out there are real lookers. Echt If jetzt? you find any Mirages like that, could you show them to me? I need some new inspiration. Fange eine weibliche You Mirage. will? Oh, thank you so much. I just know this is going to be a huge help to me. She's got to be graceful and cute and, on second thought, never mind. Any female Mirage should do the trick. Ich habe eine Zombie-Prinzessin. Ja. Ich habe eine Zombie-Prinzessin, also. Graceful and cute. That's it. Now I know exactly what it is I've been missing. And it's all thanks to you. Oh, you're the greatest. Ja, This was is soll for ich you. sagen? No need to be shy. Oh, well, see you around. Ein Akribie-Samen Plus. Aber hey, damit haben wir wenigstens seit langem mal wieder einen Abstecher fertig gemacht. Das hat der Chocobo gemacht. Chocobo-Mädchen-Werbeaktion. Wer dem Chocobo-Mädchen im Aktionszeitraum das richtige Zauberwort nennt, erhält ein magisches Feuerwerk. Das Zauberwort lautet Miau Miau Choco Ciao. Ist das echt? Will ich das wissen? Right, tickets, please. Weiß ja nicht. Aber wir fahren erstmal mit dem Go Zug. on then, all aboard. Und dann ist der Part auch quasi wieder vorbei, aber
We would like to take a moment now to kindly remind all our passengers to remain in their seats facing forward. Please fasten your seatbelts at this time. Seatbelts on a train? What are they for? Three, two, lift off! Why does this world's transportation have to be so... Huh? Whoa! What? Wow! Oh. Aloha! And a warm welcome to the Empyreum. Oh, I am loving this weather. It makes me just want to laugh out loud. Ah, ha, 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 ha! I have no idea how to react to that, so I'm just gonna ignore you. Now, what do you say we head for that town over there? Erstmal Fantasy-Szene in den Dreck gezogen, jawohl. Sind sie nicht süß. Anyway. Beim nächsten Mal Crusade und das Empyreum und so. Aber vorher, bevor ich das jetzt dann doch nicht mache, kann ich ihr tatsächlich dieses Passwort sagen und ich bekomme dann einen Preis? Nie im Leben, oder? Das wäre zu schön, als dass es wahr sein könnte, oder? Machst du nichts Neues auf dem Kopf? Aber so lange ist es noch nicht her, dass wir hier waren. Passwort? You can't spell the cool cat without chocolate. Welcome to the Chocolate Mart! Tja, augenscheinlich nein. Ja. Kaufen definitiv 9 Elderboxen, weil es wird der Moment kommen, wo wir tatsächlich mehr Roboter-Gegner treffen könnten. Und wenn wir die fangen wollen, brauchen wir eben Elderboxen. Thank you! Und die einzige Möglichkeit, die zu bekommen, ist mit ihr zu quatschen. Also, ja, aber kein Preis, also kein cooles Secret oder so. Na gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Und beim nächsten Mal ist dann eben Kapitel 18 dran auf Besaid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch mit meinem Unvermögen. Und ja, wie gesagt, macht's einfach besser als ich. Es ist eine gute Idee. Und auch beim nächsten Mal werden sich Lan und Rain um die Mirages in Grimoire kümmern. Wenn es euch gefallen hat, dann verlasst mich nicht ohne ein Abo, einen Kommentar und ein Like unter dem Video. Und dann stürzt euch ins nächste Abenteuer mit über 100 Playlisten und mir.